Hi guys, it's me. Today I will show you what I made a notebook actually. And I was inspired by this surprise I got for my birthday from Mieke Middelhuis, and she sent me some stuff, cute stuff here. This shopping bag with this Pippi Longstrumpf or long whatever you call her. Um, Sentiment, total. I quite like it. So much fun, and she sent me some napkins, and that's the most interesting part because she knows me so well. Most of them, or 90% of them, are maritime themes, and I love maritime themes, so I was pretty inspired by the napkins here. You can see them, aren't they fantastic? Oh, I love them so much. And I will use the seals you just saw, and you will see later what's finished. First I thought I would use that one, but now I changed to the seals. So, hi ihr Lieben, ich werde euch heute zeigen, was ich mit dieser ich war inspiriert bei dieser total schönen Überraschung zu meinem Geburtstag von der Mieke Middelhuis, und die hat mir, wie ihr seht, sie kennt mich recht gut, sie hat mir diese wunderbaren Servietten geschickt mit im maritimen Stil, und ich liebe das ja, das wisst ihr vielleicht. Und dann hier, das ist ihre Karte, die macht wunderschöne Kunst. Ich liebe diese Karte einfach. And that's the card I got, my birthday card, from her absolutely beautiful art she's doing. So really love her stuff a lot. Sadly, she's not making videos or showing her art somewhere. Sadly, so. But yeah, that's absolutely. It's made with watercolors, and she made something doodling from the blobs that appeared there. So, and what she saw in there. So that's quite fun. Die hat dann hier einfach diese Tropfen aufgenommen, die sie da gesehen hat, diese dicken Pfützen, und hat im Gesicht daraus gemacht. Das war schon ganz witzig. So, jetzt fange ich an. Das ist so ein altes Papier, das ich noch liegen hatte. Ein relativ schweres Aquarellpapier, das dann schon mit Gesso behandelt war, und gehe da jetzt einfach so kreuz und quer drüber, innen und außen, einfach um ganz viel Farbe drauf zu kriegen, um das Ganze zu stabilisieren. I make a very thin notebook here, and it's a very heavy watercolor paper I had laying around, and it's gesso on top already. And what I do here, I get as much acrylic paint on it as possible to stabilize it a bit, to make it more rigid, and because although it's a very heavy watercolor paper, it needs much more support. And of course I'm staying in this maritime colors, and inside I'm using it's a turquoise, but it's so dark, and I added quite a lot of white paint just to lighten it up. And I will use then a stencil to put some stenciling on top with the paint. I'm not using a modeling paste, so it's just the paint. Ich habe dann hier innen, habe ich ein ganz dunkles Türkis. Habe nicht erwartet, dass es so extrem dunkel bleibt, aber ist schon recht dunkel. Deswegen habe ich viel Weiß mit benutzt, und jetzt benutze ich das gleiche Türkis. Das ist Farbe, ist keine Modellierpaste, als um da hier durch den Stencil zu packen. Das ist dann auch schon mit Textur, das ist erhaben. Dauert auch ein bisschen länger, bis das trocken ist. So, und jetzt außen, das ist wieder der Außenbereich. Da nehme ich dann hier diesen Holzstempel, Holzmaserungsstempel, und stempel da mit weißer Acrylfarbe. That's a white acrylic paint actually, and I stamp with it. This wooden stamp thing, this 6x6 stamp, and just to get this pattern on my notebook. You won't see it in the front, on the front page, because I will cover it up in the process, but of course on the reverse. And then I work with crackling paste. That's crackling paste. On the bottom, of course, it will be sort of the beachy area, and on the top I'm trying to create a very
wild and stormy sky and clouds, and you will see at the end how it looks. I just wanted to create a lot of texture, visible and um, um, from the feeling. What do you call that? Visible and habitual. No, what do you call it? Haptic. Haptic? Do you say haptic? Haptic when you can touch something. Ja, but that's what I wanted to achieve. Ich habe dann hier mit Krakelierpaste gearbeitet und habe am unteren Teil, das ist dann so der Strand später, aber im oberen Teil eben ganz wild mit, um Wolken zu bekommen, um einen wirklich unruhigen Himmel zu haben, einen Schlechtwetterhimmel, weil ich habe das glaube ich schon mal gesagt, das Meer liebe, wenn es unruhig ist, wenn es schlecht Wetter ist, wenn es wild ist, und das finde ich interessant. So ein ruhiges Meer finde ich eigentlich eher langweilig, und gehe jetzt hier noch mit verschiedenen Farben rein, und die Holzmaserung wird man hier auf dem vorderen Teil hinterher nicht mehr sehen, wollte ich auch nicht, eben nur auf dem vorderen Teil, auf dem hinteren Teil dann. So, jetzt habe ich mir meine Seehunde hier ausgeschnitten und werde die erst werde ich Gesso in den Hintergrund packen, damit auch der servierten Teil sichtbar ist. Sonst, wenn im Hintergrund so dunkle Farben sind, dann sieht man das nicht mehr, dann kommt einfach das Bild auch nicht mehr durch. You know, I'm just putting a bit of gesso into the background behind the napkin part, because otherwise, with the dark colors in the background, you wouldn't see the seals anymore. And I glue it down with a liquid varnish here, and that's perfect for napkins, for this delicateness of the napkins, you know. So, of course, sometimes I go in and put the gesso on the reverse of the napkins, but it's always very delicate, and sometimes I ruin them, and I only have two of them, or one of them, so I wanted to make sure that I won't ruin them. So a bit of light, very, very light blue in the background behind my seals. And then I will, I think, already start with a bit of shading here. Ja. Ich habe dann den Hintergrund so ein ganz, ganz leichtes Blau genommen, hellblau, ganz, ganz, ganz hell. Und fange dann auch schon mal an, hier ein bisschen zu schattieren. Und gehe dann auf die andere Seite. Was mir jetzt nicht mehr gefiel, war einfach diese extrem dunklen hier diese Stencil Schablonen Dinger. Ich fand es einfach zu dunkel. Ich hatte gehofft, das hält noch ein bisschen auf, wenn es trocken ist, hat es natürlich nicht. Aber egal, da bin ich jetzt noch ein bisschen mit Farbe drüber, und hinterher bearbeite ich das noch mit ein bisschen Wachs. Aber erst blaue Farbe, ein bisschen weiße Farbe, einfach damit der Wachs, den ich hinterher drauf packe, der farbige, dass der sichtbar ist. You know, I didn't really like this dark stuff, and I thought I might be able to put it a bit, put it into the background with a bit of white, and I will go over with some colorful wax afterwards. So, but I'm going to the front parts here, and the very watery burnt sienna, I went over the wooden pattern on the reverse just to get it a bit darker, and then I start here again around the seals with shading. Of course, first starting here with white from the top where my light source comes from, and under my seals I will start with, or go on with blues and browns later, just to get even more visible texture and to get more depth into that get more dimension into it. Ich habe dann hier wieder mit dem Schattieren weitergemacht, einfach oben ein bisschen weiß, natürlich, wo mein Licht herkommt, unten drunter dann eben im Braun und im Blau. Das Ganze einfach, um definitiv wesentlich mehr Dimension reinzubekommen und auch mehr Tiefe in das Ganze reinzubekommen. Es sieht sonst so flach aus. Im Moment war es mir immer noch zu flach, und habe ich gedacht, irgendwas, man fehlt da doch. Bis mir dann aufgefallen ist, habe gar keinen Horizont.
das sieht immer blöd aus, so ohne Horizont. Das ist mir aber dann Gott sei Dank noch aufgefallen. You know, I was wondering, something wasn't missing, and I thought, oh, what is it? I couldn't make it out, you know, and then after a while I thought, oh, of course, a horizon, you know, there is no horizon. Always looks a bit weird. So that's what I will do later or soon, and it will change the whole appearance, you will see. But at the moment, I'm still going with a bit of light, very light blue, just to get a bit, yeah, even more. Yeah, I wanted that something's going on that in that sky. So now I start with my horizontal line here, and you can see it already changed, although I haven't finished it yet. But it makes such a huge difference to the dimensions and ja, to the depth. So, könnt sehen, direkt, wenn du die Linie anfängst, das ändert sich sofort. Das sieht sofort komplett anders aus und ja, verändert alles. Okay, dann habe ich mich dem Innenteil zugewendet und habe dann mit den Wachsen angefangen, die hinterher jetzt gar nicht mal mehr so auffällig sind. Hier mit dem hellblauen sowieso nicht. Habe dann noch so ein ganz dunkles Grün versucht. Aber ja, es ist okay. Ja, das Innenteil finde ich jetzt auch gar nicht so wichtig. Das Außenteil ist viel, viel wichtiger. Und innen hast du dann ja auch hinterher das Papier, die Blätter drin. Also, was soll das? Da lege ich nicht so einen riesen Wert drauf. You know, for the inside, I'm not fussed. Really fussed. You know, I have the paper in there, the pages, so what's the point? Here I start with my fine liner and go in and put some sketchy lines in to, of course, define the lines of the seals again. I lost some lines by painting over it, so I get it back with my ink pen hier, my fine liner. Ich habe dann hier mit meinem Stift einfach die Linie nochmal nachgezogen, ein bisschen auch sketchy Linien gemacht. Ich hatte ein paar Linien verloren, bin ich mit Farbe drüber gekommen und das definiert meine kleinen Robben doch wieder, oder Seehunde, Seerobben, ja, wieder mehr. Und dann habe ich mir gedacht, ach, da auf der horizontalen Linie, da fehlt noch was, ein Boot, und habe mich dann dazu hinreißen lassen, mal da so eben ein Boot hinzumalen. Ist zum Glück nicht verunglückt, da bin ich ganz froh drum. Hier auch wieder ein paar Linien drum. You know, I couldn't resist putting a boat on my horizon there, or drawing a boat. Thankfully, I didn't mess it up, so it's quite good. And of course, with a white gel pen here, of course, my birthday present actually. I put some reflection on my seals, and later, of course, there I will put some highlights here. First, the dark shadows under the boat, and then some highlights here into the sea. Of course, some reflections, they will be there. And that, I think, changed the whole thing nicely off. I'm not there yet. I'm definitely almost finished with my painting, that's for sure. And I only have to do some tell me here, this ceiling. What I use is this liquid varnish. It's not only to protect the surface, it is another layer to make everything more rigid and more stable, and yeah, so, and that will do it. It makes it more plasticky, so that it is not that sensitive to tearing it off by accident or whatever. Ich habe dann hier noch das Varnish drüber gemacht, das Acrylic-Varnish, auch um es noch zu verstärken, aber auch um es unempfindlicher zu machen. Das wird so ein bisschen wie Plastik außen. Da ist es dann schwieriger, mal aus Versehen irgendwie so einen Ratsch reinzumachen oder das zu reißen. Und man kann es auch gut sauber machen mit einem feuchten Lappen. Das nehme ich immer ganz gerne als Abschluss. Das ist natürlich jetzt nicht so ein ganz festes Journal oder Notebook, aber das ist wie so ein Heft, und das funktioniert ganz gut. Aber vorsichtshalber verstärke ich es jetzt nochmal in der Mitte,
habe nochmal ein ganz dickes Papier genommen und dann so Buchrücken zugeschnitten und dann angeglichen farblich und reingeklebt. I yeah, strengthened the spine here just in case. I wanted to make sure that it is definitely stable enough. So, and now I go for the binding, and I'm using here my crocodile to make holes and get the eyelets in, and then I use my elastics in black, and I will use them in a way that I get that I can have two signatures in. So, ich habe dann hier angefangen mit der Bindung, und zwar nehme ich dann einfach die Crocodile hier, mache mir 2 Eyelets rein, und mit dem schwarzen Gummi, das ihr links seht, kann ich das so machen, dass ich da 2 Signaturen reinpacken kann. Das ist nur ein dünnes Notebook, 2 reichen da völlig. So, jetzt mache ich mir die Eyelets rein, und ich mache das in einer Weise, dass ich das Gummi auf der einen Seite reinpacke. Ich werde das gleich zeigen. Ja. Von innen nach außen. Ich habe das extra nicht ganz so schnell, dass man es verfolgen kann. Von innen nach außen, und dann packe ich mir da so eine Öse rein. Irgendwas, was größer ist, oder Perlen nehme ich schon mal gerne. Gehe dann wieder durch das gleiche Loch, und durch diese Öse, Perle, was auch immer du benutzt, hast du da den Stopper, den Widerstand, und das bleibt dann bleibt dann so, es flutscht nicht rein. Hier habe ich erst gedacht, nehme ich den Anhänger, aber habe dann auch die gleiche Öse auch benutzt, weil das hat nicht funktioniert. You can see I use this rubber or this elastic here, and I go from inside to the outside, put this normally I use this beads, the big beads, but this time it's more like a little, it's a silver whatever charming thing. I go through this silver thing and through the same hole back in, so that it's like a stopper. I'm creating a little stopper, going inside, and so I have 2 signatures, or the possibilities to put 2 signatures in, as you can see me now doing. Ich habe dann hier die beiden Bindungen oder die beiden Signaturen reingepackt. Das ist auch Aquarellpapier, und aber relativ leichtes, weil das dicke, das wird sich nicht so gut falten lassen. Und das war's dann schon. Und ich denke, und das Papier macht es dann natürlich auch noch stabil und sorgt dafür, dass es dann nicht durch das Gummi zusammengezogen wird. The signature, or the signature actually takes care that it doesn't get squeezed, through the elastics. So that's my word. It smells of sea. That's what it says in German. And you can see I put some charms on. The close-up is coming now, and you will see the last pictures at the very end will show that I changed that. I didn't like it with the silver necklace. I changed it to some burlap, and I like it much more. It's so much better for a sea theme. So, and this is now the close-up, and I say thanks so very much for watching, guys. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time, and don't forget to stay creative. So, bye-bye, guys. So, ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt hier noch dieses Gebamsel da dran gemacht. Das werde ich noch ändern. Das werdet ihr ganz am Ende sehen, die Fotos. Das habe ich dann in so ein Jute-Schnur gemacht. Das fand ich jetzt für ein Meeresthema einfach passender. Das gefiel mir mit dem Silber einfach nicht. Aber die Anhänger, die habe ich gleich gelassen. Und das war es eigentlich. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch allerdings eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Aber vergesst nie, bleibt kreativ. Also bis dann, habt eine gute Zeit. Tschüssi.